Herzlich willkommen hier bei uns am, ich würde behaupten, schönsten Arbeitsplatz überhaupt. Und im Hintergrund sehen Sie schon Buba Express. An der Eröffnung haben Sie die eine gesehen. Heute zeigen wir euch, wie sind wir auf die Idee gekommen und wieso haben wir das gemacht und vor allem wie. Also, passt auf! Buba Express, das ist natürlich eine absolut herrliche Geschichte. Also der Buba, wir haben den ja gebaut für die SIG Extreme Tour im 23 und das ist absolut legendär gewesen. Und ich habe mich total in das Dreirad verliebt. Am Anfang ist es immer so ein bisschen, ja, Dreirad und hin und her. Vielleicht liegt es daran, dass ich einfach so viel Zeug mit dem erlebt habe innerhalb von 3 Wochen. Aber der Buba, der ist einfach geil. Der ist zuverlässig, der läuft, der tut. Dann haben wir einen Budenausflug gemacht auf Dublin. Nüchtern in einer Bar ist die Idee entstanden, dass wir den Buba erweitern könnten. Buba 2.0 sind die wildesten Ideen gekommen und so weiter. Irgendwann Buba Express. Buba Express, das sind all die Wägeli quasi, also die ganze Bude kann mit dem Buba unterwegs sein. Das sind Grundchassis, 5 mm Stahl, also sehr, sehr robust, glasert und Bogen, Salzgeber, selbstverständlich, wie immer. Da haben wir die Rädchen, das sind so Garrettenrädchen, also absolut nichts Spezielles, aber die haben immerhin so ein paar Nadeln drin. Kugellager wäre jetzt fast ein bisschen übertrieben, aber nadelgelagerte Rädchen. Dann braucht es natürlich eine Achse vorne, die so ein bisschen gelenkt ist etc. Das haben wir alles unheimlich einfach gebaut. Das musste funktionieren an der Eröffnung. Wir hatten ja sonst nichts zu tun gehabt. Dann haben wir das natürlich irgendwie noch angewürgt. In den letzten Wochen haben wir es noch Mandrioli gebracht zum Pulver beschichten. Also wirklich eine mega extrem satte Geschichte. Und darum, es ist sehr, sehr einfach aufgebaut. Da haben wir einen Deichsel plus Vorderachse. Die ist ganz einfach einmal gelagert. Die sind für einen Innendurchmesser bzw. für eine Welle von 20 mm. Ich dachte, ja gut, dann nehmen wir 20 mm Rundstahl, machen aus dem die Achse, tun die Rädchen drauf, that's it. Naja, weit gefehlt. Also Garrette, das ist natürlich nur so ein bisschen Tempo, Schritttempo. Also die haben Spiel gehabt wie die Sau. Also gut, was haben wir gemacht? Wir haben Büchsen gedreht. Und zwar 24 Stück. Also das sind Präzisionsrohre, nahtlose Präzisionsrohre, wo wir jetzt schlussendlich auf eine 18er Welle drauf haben. Also die passen hier drauf. Natürlich sehr, sehr satt, dass sie nicht mehr drehen. Und dann haben wir aussen dran den Durchmesser angepasst, dass das perfekt hier rein läuft. Dass es ganz leicht Spiel hat und schön läuft. Es ist leider nicht anders gegangen. Es ist halt immer schön, 24 Stück, da wirst du nicht mehr fertig. Ein weiterer Vorteil an diesen Büchsen ist natürlich, wenn sich irgendetwas einläuft, das Rädchen oder eben da das Gegenstück, dann kann man die Büchsen einfach austauschen. Man kann die Rädchen austauschen, man kann die Büchsen austauschen. Ich meine, wir fahren jetzt mit dem Ding nicht auf Paris, aber man weiss ja gleich nie. Ja, warum eigentlich nicht? Da vorne, das ist wirklich der einfachste Deichsel ever. Da eine Kugel angeschweißt, wo natürlich das Gegenstück, die Aufnahmen, die gibt es im Mofa-Kult, die ganz normalen Anhängerkupplungen. Und da vorne, ich zeige es jetzt gleich, weil ich finde es irgendwie lustig, dass das so etwas Einfaches so gut funktioniert. Da vorne haben wir einfach quasi im Gegenstück vom Deichsel ein Achterloch, 8 Schrauben. Im Deichsel haben wir aber ein 11er-Loch gemacht, dass das da Spiel hat. Und, jetzt kann ich euch das mal zeigen, wir müssen da nur ein bisschen Winkel haben, oder? Dass das, wenn es ein bisschen auf und runter geht, dass das ausgleichen kann. Und mit genug Spiel ist das absolut machbar. Natürlich macht er jetzt auch da vorne Torsion, eine Bewegung. Aber wir haben ja hinten die Achse fix, also mag es das absolut vertragen. Also ich finde das einfach nur noch geil am Anfang, ja, mit Kugelgelenk und Zeug und ja, hast du nicht mehr gesehen und kostet das Maschinengewehr, die Kugelgelenk und alles. Und wir machen einfach überall ein bisschen mehr Spiel. Es funktioniert einwandfrei. Also wirklich, die sind wunderbar in der Spur. Es hebt gut, es ist kein Thema. Dann Achsen. Da hinten ist eine durchgehende Achse. Die haben wir gerade direkt das Chassis angeschweißt. 5 mm Chassis, hebt die Vorung. 18er ETG 100. Jetzt komme ich dazu. ETG 100, das ist natürlich absolut eine geile Sache. Das ist zum Bearbeiten ist das ein absoluter Traum. Er hat eine unheimliche Festigkeit von Haus und was ja das Geilste ist, der wird in der Schweiz produziert, in Emmenbruck.
Steeltech ist Bude und von denen haben wir den Stahl. Also wir haben Rundmaterial, Vollmaterial haben wir nur noch ETG 100. Das kannst du zum Gestell ausnehmen, du kannst irgendetwas drehen, es gibt eine schöne Oberfläche. Du kannst das Ding schrauben. Also wenn du zum Beispiel eine Achterschraube brauchst und du hast keine Achterstängel, egal, dann nimmst du einen 50er-Rugel und schraubst es schnell runter. Ich zeige es euch nachher, da fliegen die Späne raus, also zum Bearbeiten wie Butter und er ist richtig zäh. Wirklich ganz eine geile Sache. Würde ich sagen, gehen wir ganz schnell an die Drehbank und dann zeige ich euch, wieso dass ich so Fan bin von diesem Material. Das ist jetzt ein 40er-Rugel. Ich mache da schnell einen M8-Gewinn drauf. Jetzt könnt ihr schauen, wie schnell das geht. Unsere absolute pornomäßige Station mit Augentusche, Schutzbrille, Gehörpfröpfchen. Auch wir entwickeln uns weiter. In Sachen Sicherheit. Ja. Jetzt hängen wir mal 10 mm auf einen Schub. Das ist ordentlich. Ihr seht, es ist richtig viel Material. Also, das hat jetzt 3 Späne gebraucht und dann ist von einem 40er-Rugel ein 8er-Stängel geworden. Ich hätte wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Vorschub geben sollen, aber es ist einfach jenseits. Ich meine, das ist die Breite, die wir angehängt haben. Hier. Also es ist richtig viel Material. Das ist einfach wirklich geiles Scheißzeug. Ja, genau. Hey. Also wir haben jetzt einen Vorschub von 2,5 mm pro Umdrehung. Das ist richtig viel. Das geht durch wie Butter, das ist abartig. Also Halsbrecher, ich kann es euch mal zeigen, einfach nur so, dass man sieht, wie schnell das der auf den Stahl donnert. Das ist abartig, ey. Nein. Also wenn wir das vorher anschauen, wie schnell das der auf das Material zufährt, dann kommt man schon fast ein bisschen Respekt über, aber es ist einfach geil. Es ist einfach wirklich geil. Ja, also, es ist schon länger einfach unser absoluter Lieblingsstahl. Und was noch dazu kommt, muss ich auch noch zeigen, der ist so schön gefertigt. Der hat so eine blanke Oberfläche. So wird das angeliefert. Teilweise, manche kennen es, die Stähle zum Teil, die sind aussen dran, die sind nicht rund, alles andere. Und die Oberfläche etc. Also das ist so fein. Ich habe einfach eine Scheissfreude. Also, den kenne ich schon länger. Vielen Dank Marc an dieser Stelle. Ja, durch ihn bin ich an das gekommen. Er sagt, ja, musst du mal, komm, ich bringe dir mal das Rügeli. Musst du mal probieren. Ich so, ja, gern. Hey, in Zito, total verliebt. Und Zito, das ist jetzt etwa 2 Jahre her, ETG 100 über alles. Sieh, wie schnell das da drauf schaut. Drauf losraset. Kannst du jetzt mal schauen? Das ist unmenschlich. Ja. Hey. Ja, das sind Schraubspäne. Blaue Späne. Gut, da geht es nicht mehr anders, wenn du so zack 2,5 mm pro Umdrehung. Schönes Zeug. Ja, Deko. Das ist Deko. Die schönen blauen Späne kommen jetzt ein paar. Sehr geil. Das ist natürlich eine mega geile Theke da mit dem Auge, mit dem offenen. Da müssen wir uns mal etwas Schönes einfallen lassen, was wir da machen. Jetzt kommen wir vorübergehend mal ein bisschen Späne rein. Ist auch schön, oder? So. Immer am ersten Freitag im Monat, ab dem 6 Uhr am Abend, haben wir hier den Laden offen. Da bin ich meistens vor Ort. Der Gregi mit seinem Team tut euch bewirten. Wenn wir es anbringen, natürlich mit einer Liveband. Das ist nicht immer der Fall, aber ich hoffe, mehr als weniger. Also schreibt euch das ein, immer den ersten Freitag im Monat, um ein bisschen schwätzen, ein bisschen austauschen und vielleicht ergibt sich das eine oder andere. Man weiß es nie. Das ist immer wichtig, ein bisschen mit den Leuten ein bisschen schnurren machen. Und wir können natürlich nicht überall sein. Und darum haben wir gedacht, komm, wir machen etwas, wo wir so ein bisschen einen Treffpunkt machen können
für die ganzen Benzinkranken. Gut, dann machen wir weiter. Haben wir jetzt richtig Freude? Ja, das ist so geil. Ich bin natürlich ein alter Polymech, oder? Und das ist einfach eine Drehbank. Das ist einfach immer noch eindrücklich. Also gerade wenn man jetzt da 10 mm anhängt, mit diesen Vorschüben oder nur schon die 6 mm und nachher mit 2,5, das ist einfach geil. Da fliegt das Zeug, es wird heiß überall auf den Armen wieder wie früher. Das ist einfach schön. Da haben wir ein 18 mm Stängel und das haben wir wirklich simpel gehalten. Also wir haben 2 Einstiche gemacht für Sägering. 2 Sägering-Einstiche. Da kommen ganz simpel Ausscheiben an. Links und rechts. Und natürlich die Büchse in der Mitte. So, also wir haben ja neu im Shop unser Schmützi. Finden wir natürlich ganz geil. Das hure Schmützi, das hat sich so eingeprägt bei den Leuten irgendwie und voll geil. Dann komm, jetzt müssen wir unser eigenes Schmützi haben. Man kennt es, es ist von Motorex. Ist das ein Lagerfett, das grünliche. Das ist einfach ein mega gutes Fett. Das ist super, gerade so für Lager etc. Temperaturbeständig, glaube bis 150 Grad. Minus 30 bis 150 Grad, das ist einfach so ein universelles Lagerfett. Und vor allem, es ist einfach hure geil. Schmützi. Schön im Blechdösli. Es ist hure geil. Ich habe mega Freude an solchen Sachen. Es ist handlich, es ist klein, man kann es brauchen. Und das Material, das drin ist, ist top. Schmützi for life. Schmützi for life. Also ich sehe, der ganze Aufbau von dem ganzen Buba Express ist mega simpel, aber es ist halt auch wichtig, dass man mal sieht, es braucht nicht immer so ein High-End-Zeugs, sondern man darf es ruhig mal dem anpassen, wo man es braucht. Also Kosten-Nutzen soll ja auch immer so ein bisschen im Rahmen sein. Sagt sie. Ist das so? Warte mal. Hier. Kosten-Nutzen. Also gut, wir gehen weiter. Machen wir hier die Vorderachse gerade wieder zusammen. Weil heute sollten alle da sein. An der Eröffnungsziel war, dass wir das ganze Team mit dem Ding rumfahren, so ein bisschen spasseshalber da mal ein Bier verteilen etc. Es war aber so abartig viel los gewesen. Vielen Dank natürlich an alle, die gekommen sind. Es war ein absoluter Highlight da gewesen. Also unvergesslich definitiv und ich glaube auch einmalig. Also ein riesen Dankeschön an euch und auch natürlich noch, ich will mich da ein bisschen entschuldigen in dem Sinn. Ich habe absolut keine Zeit gehabt, um irgendwie mit den Leuten ein rechtes Gespräch zu führen. Und wir haben keine Chance gehabt, dass wir irgendwie alle zusammengebracht haben, um mit dem Buba Express ein bisschen im Areal herumzufahren. Es ist schlicht nicht gegangen. Ich hatte so einen Tunnelblick und war so überwältigt. Das war halt das Problem, dass wir nicht mit jedem ein Gespräch führen konnte, das er verdient hätte. Aber es war wunderschön, es waren so nette Leute da. Ey, absolut, also unglaublich. Also gut. So, jetzt würde ich sagen, jetzt schraube ich das Wägeli zusammen. Und dann mal schauen, ob alle da sind, weil es ist gerade so ruhig. Hallo? Kommt nicht viel zurück. Die finden wir schon noch. Gut. Ja. Kann ich nicht mehr anlehnen. Wir sind ja auch das erste Mal in der Filmecke. Schau, was du für viel Licht im Gesicht hast. Da kann man meine Müdigkeit übertönen da mit den Strahlen. Ja, ja. Es ist schon. Du darfst schon mal schwenken. Ja, die Spezialaufhängung, das ist schon mega. Ja. Das ist schon hier, da. Schon richtig gut. Ja, es ist mega geil. Also, ich freu mich auch. Haben alle hure Freude und ja, es ist einfach schön, Platz. Ja, herrlich. Ich habe auch Platz. Da natürlich, jetzt müsst ihr euch das mal geben, das ist so geil. Natürlich Brauerei im Berg, oder? Die sind ja im Event auch da gewesen. Die helfen auch immer und machen und tun ganz geile hure Bude. Und wie das passt, das ist einfach unglaublich. Sie haben schwarze Haarrassen mit dem Logo. Und schauen wir mal, wo das Logo ist. Es ist so. Ich habe die Kiste genommen, das habe ich das erste Weg zusammengeschweißt. Die Kiste genommen, tack. Das ist absoluter Zufall.
Ja, und dann haben wir hier natürlich noch unsere Sitze drauf, von unserem Vermieter bekommen, Schindler Scheibling. Herrlich. Das Deckel drauf hocken, absaugen. Wie geil ist es? Söderli, also, die 6 Wägel sind ready. Jetzt holen wir den Bub führen und dann können wir das mal ein bisschen fahren. Ich kann sogar, aber ich kann nicht über das Bike gerollt. Nein, das macht der Deckel. Ah, ehrlich. Ja, es geht dann ein paar Mal, ja. Ah. Ehrlich. So, also, genau aus diesem Grund machen wir Busenreisli. Genau aus diesem Grund machen wir Busenreisli. Ja, Dublin jetzt in dem Fall. Es hat sich gelohnt, würde ich sagen. Und ja, das Verein schon wieder alles so. Gut. Hey, danke vielmals fürs Zuschauen und bis nächstes Mal. Tschüss zusammen.